Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch eine kleine Änderung an meinem Simracing Rig vorstellen. Wie ihr sehen könnt, ich habe nicht mehr die Fanatec Clubsport Wheelbase im Einsatz, sondern hier ist jetzt eine Wheelbase von SimCube installiert, und zwar die SimCube Sport Wheelbase bzw. die SimCube 2 Sport Wheelbase. Ich habe, als ich begonnen habe, Simracing zu betreiben, alle Produkte von Fanatec gehabt. Das erste Produkt, was ich getauscht hatte, waren die Pedale. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch jetzt hier oben zu diesen Heusingfeld-Pedalen. Die haben mir einfach mehr Flexibilität geboten in Bezug auf die Montage. Das zweite, was ich getauscht habe oder wo ich angefangen habe, ein bisschen von Fanatec wegzugehen, waren die Lenkräder. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein Lenkrad von Cube Controls im Einsatz. Das hatte ich auch bereits mit meiner Fanatec Wheelbase im Einsatz. Und zwar gibt es da von Fanatec ein Podium Hub Adapter. Und mit diesem Adapter könnt ihr an einer ganz normalen Fanatec Wheelbase jedes andere Aftermarket Lenkrad betreiben. Der Adapter macht nichts anderes, als der Wheelbase vorzugaukeln, dass an der Wheelbase ein Fanatec Lenkrad angeschlossen wäre und ihr könnt dann eben ein anderes Lenkrad betreiben. Wie gesagt, heute geht es um die Wheelbase von SimCube und die zeige ich euch jetzt mal ein bisschen im Detail. So, und wie ihr sehen könnt, das erste, was ich getauscht habe, oder sage ich mal, was ich an meinem Rig umbauen musste, ist der Halter für die Wheelbase. Ich habe jetzt hier nicht mehr den Halter, auf den ich die Wheelbase sozusagen oben aufschraube, sondern ich habe einen anderen Halter, den musste ich auch speziell ordern. Das heißt, ich habe auf der Webseite vom Hersteller von meinem Rig, das ist hier SimLab, dort habe ich einen entsprechenden angepassten Halter besorgt für eben Direct Drive Wheelbases, die man dort montieren kann. Ihr seht, die Direct Drive Wheelbase, also hier die SimCube 2 Sport, ist dann mit 4 Schrauben in diesem Halter versenkt und schaut aus diesem Halter heraus. So, und wenn wir jetzt einmal anschauen, wie das Ganze befestigt wird, dann ist das so, dass diese Wheelbase durch den Halter geführt wird, also durch diese große Metallplatte. Hier ist in der Mitte eine Aussparung, durch die eben die Wheelbase durchgeschoben wird, und dann haben wir 2 Schrauben unten und 2 Schrauben oben, und über diese 4 Schrauben wird dann die Wheelbase mit diesem großen Metallhalter hier verbunden. Dieser Metallhalter, den habe ich neu kaufen müssen. Wie gesagt, der ist speziell für diese Direct Drive Wheelbases gedacht. Man hätte die Wheelbase auch mit meinem alten Halter verwenden können, hätte dann allerdings einen Adapter gebraucht, der mehr oder weniger Positionierung oder auch die Montage der Wheelbase so erlaubt, wie wir sie jetzt hier in diesem großen Halter haben. Der Vorteil von dem großen Halter ist allerdings, er ist deutlich massiver gebaut und dadurch entstehen weniger Verwindungskräfte bzw. die Chance, dass sich etwas verwindet oder vibriert und dadurch Force Feedback verloren geht, ist dann geringer. Deswegen habe ich mich eben für diese neue Strebe entschieden, wo ich eben die Wheelbase direkt durchführen kann. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal noch von der anderen Seite. So sieht die ganze Geschichte von der Rückseite aus. Und wie man hier erkennen kann, gehen die Schrauben eben komplett durch diese große Halteplatte durch den Körper von eurer Wheelbase, in dem Fall wie gesagt diese Sport Wheelbase von SimCube. Und so wird eben der Motor an diesem großen Haltebracket oder an dieser großen Zugverbindungsstrebe befestigt. Die Strebe selbst ist im Gegensatz zu der Strebe, die ich davor hatte, leider nicht geschweißt. Das ist also ein dreiteiliges Produkt. Wir haben auf der einen Seite diese Halter hier für die Seite, die wir eben in der Höhe verstellen können, um den Neigungswinkel anzupassen. Und dann muss man diese Halter eben mit diesen rechtwinkligen Brackets oder mit diesen auch Verstrebungen mit der Hauptplatte verschrauben. Das muss man auf beiden Seiten machen und dann wird das Ganze hier eingeschraubt. Wie gesagt, die andere Platte, die ich hatte, wo ich meine Fanatec Wheelbase einfach oben drauf schrauben konnte, da war das so, dass hier diese Verbindung zwischen dem Seitenteil und der eigentlichen Deckplate oder eben dieser Hauptplatte, die war geschweißt. Die Lösung fand ich eigentlich schöner. Ich weiß nicht, wieso bei dieser Version, die eben für Direct Drive Wheelbases gedacht ist, warum man das dort nicht verschweißt hat. Das ist vielleicht auch ein Kostenfaktor.
Keine Ahnung, auf jeden Fall, wie gesagt, das kommt dreiteilig, ihr müsst das zusammenschrauben und dann könnt ihr eure Wheelbase dort einhängen. Hier auf der Rückseite, relativ unspektakulär, wir haben einen An-Aus-Schalter, wir haben die Stromversorgung von dem großen Netzteil, wir haben einen USB-Anschluss, der zum Computer geht und wir haben ein zusätzliches Kabel, was wir vielleicht so sonst nicht kennen. Das ist der sogenannte Kill-Switch oder eben der Notschalter für den High-Torque-Mode und der befindet sich dann, den könnt ihr irgendwo montieren, am besten irgendwo in der Nähe, wo ihr rankommt, ohne mit der Hand übers Lenkrad greifen zu müssen. Ich habe ihn jetzt hier an der Seite montiert, dass ich da eben mit dem Fuß rankomme. Der ist dafür gedacht, dass für den Fall, dass aus irgendwelchen Gründen die Software spinnt und das Lenkrad ganz wilde Bewegungen macht, dass ihr den High-Torque-Mode deaktivieren könnt. Das heißt also, das Lenkrad entwickelt nur noch ganz wenige Kräfte und da ist dann keine Verletzungsgefahr mehr vorhanden. So, wenn wir uns jetzt anschauen, wie gesagt, wir haben hier 3 Verbindungen, die wir brauchen. Strom, USB zum Computer und eben dieser extra Anschluss für diesen Kill-Switch. Da ist ein relativ langes Kabel dabei. Das sieht man jetzt hier. Das habe ich hier also an der Seite so ein bisschen versucht zu verstecken, ist aber natürlich schwierig bei so einem langen Kabel. Dann haben wir ein relativ großes Netzteil. Das habe ich analog wie bei der Fanatec Wheelbase hier an der Seite von meinem Rig befestigt, da ich es ja immer hinschiebe und wieder wegschiebe. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich aufgeräumt, die ganze Geschichte. Ein Kabel, wie gesagt, geht rüber zum USB-Hub. Hier habe ich jetzt auch gewechselt auf einen USB-C-Hub. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme mit meinem anderen USB-Hub, was ich euch ja in einem anderen Video, was ich auch nochmal verlinke, vorgestellt habe. Da hatte ich immer mal wieder das Problem, dass wenn ich das Hub mit dem Computer verbunden habe, teilweise die Pedale so ein bisschen gelaggt haben. Das heißt, er hat den Input von Brems und Gas nicht so richtig erkannt, beziehungsweise er hat teilweise auch das Lenkrad nicht erkannt. Da hatte ich einfach ein bisschen Probleme mit dem anderen USB-Hub. Ich weiß nicht wieso. Jetzt mit dem USB-C-Hub ist es deutlich besser. Ich habe den Fehler bisher nur 2-mal gehabt, und das Ganze insgesamt ungefähr 20 Mal an- oder abgesteckt. Also deutlich weniger als vorher. Vorher war es so, dass eigentlich bei jedem Verbinden und wieder trennen ich das Problem hatte, dass er zumindest die Gaspedale nicht sauber erkannt hat. Wie gesagt, ihr könnt hier an diese Direct Drive Wheelbase alle möglichen Aftermarket-Lenkräder anbringen. Das heißt, es ist einfach ein offenes System über solche Quick-Release-Adapter. Da mache ich euch auch nochmal einen Link rein zu Videos, wo ich die an Lenkrädern befestige. Je nach Hersteller, also je nachdem, welches Direct Drive Wheel ihr da habt, beziehungsweise welche Direct Drive Base ihr habt, gibt es da andere Adapter. Hier bei SimCube sind das sehr massive Metalladapter, die dann nochmal über so einen Splint gesichert sind. Das ist dieser hier. Wenn ich den jetzt rausziehe, dann ist sozusagen die Sicherung aufgelöst und wir können das Lenkrad relativ leicht nach oben entnehmen. Ich probiere das jetzt mal, ob ich das mit einer Hand schaffe. Jawohl, hat ein bisschen, klemmt ein bisschen, aber funktioniert, soll ja auch kein Spiel haben. Dann könnt ihr den einfach wieder hier einstecken und wieder sichern. Wenn der dann wieder verriegelt ist, sitzt das Lenkrad eben bombenfest und löst sich auch nicht im Betrieb. Das Schöne ist eben bei diesem System, dass die Wheelbase selber keine direkte Verbindung mit dem Lenkrad hat, anders wie bei Fanatec. Deswegen braucht ihr jetzt hier auch keine komischen Adapter, die der Wheelbase irgendwie vorgaukeln würden, dass dort jetzt eben ein spezifisches proprietäres Lenkrad von irgendeinem Hersteller dran ist, sondern das ist ein einfacher Anschluss, sprich hier in dem Fall eben so ein pyramidenförmiger Anschluss, mit dem man das Lenkrad verriegeln kann. Dadurch hat man die Freiheit, alle Lenkräder zu verwenden, die man eben möchte. Auch hier gibt es unterschiedliche Adaptersysteme für die verschiedenen Anschlüsse hinten am Lenkrad. Es hat ja Lenkräder, die haben einen 50,8 mm Durchmesser zur Befestigung. Es gibt Lenkräder, die haben einen 70 mm Durchmesser. Das sind so die 2, die mir schon untergekommen sind. Gegebenenfalls gibt es dort auch noch andere Durchmesser bei Lenkrädern. Das kann ich jetzt nicht ausschließen, aber wie gesagt, dadurch, dass man hier so ein offenes System hat, kann man dort eigentlich, soweit mir bekannt, jedes Lenkrad, was es auf dem Markt gibt, dort anbringen bzw. adaptieren. Das jetzt mal so ein grober Überblick über die Hardware. Das Ganze fügt sich sehr schön in meinen Rig ein, da bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, dass gegebenenfalls vielleicht die Beinfreiheit leidet. Das ist aber auf gar keinen Fall so. Ganz im Gegenteil, es ist sogar noch mehr Beinfreiheit da als vorher. Vorher war es ja so,
falls ihr euch erinnern könnt, ich mache nochmal einen Vergleich rein, wie das vorher aussah, lag die Baseplate oder sage ich mal die Montageplatte lag ja hier so waagerecht auf. Und auf dieser waagerechten Platte war dann die Clubsport Base obendrauf montiert. Und jetzt ist es so, jetzt ist das Ganze eben nicht mehr waagerecht, sondern steht sozusagen in Richtung Fahrer. Und man hat hier unten, also sprich dort, wo die Beine durchgehen, sogar noch mehr Platz als vorher. Also wirklich, ja, falls ihr euch auch überlegt, auf ein Direct Drive Wheel zu wechseln, würde ich auf jeden Fall auch diese etwas größere oder sage ich mal die speziell dafür gemachte Strebe verwenden. Man gewinnt Beinfreiheit und hat eben diesen Vorteil, dass es weniger anfällig für Verwindungen oder Verdrehungen ist. Denn der Motor, das ist zwar der kleinste Motor, den SimCube da im Einsatz hat oder im Angebot hat, aber der entwickelt schon wirklich ordentlich Drehmoment. Und also ich habe den bisher noch gar nicht auf dem vollen Drehmoment betrieben. Ich benutze ihn gerade immer so bei 14 Newtonmeter. Ich glaube, der kann bis 18 Newtonmeter Drehmoment erzeugen. Oder bis 16 oder 18, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Blende ich jetzt auch nochmal ein. Und also das ist wirklich eine Menge, gerade dann eben bei harten Curbs oder wenn das Auto auch mal ausbricht. Da entstehen schon ganz, ganz ordentliche Kräfte. Das merkt man dann auch in den Armen und in der Schulter. Und da ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man eben eine solide Montage hat, in der diese Wheelbase aufliegt. Da sollte man nicht sparen, sonst geht ja auch wieder eben Präzision und Gefühl verloren. Was man auf jeden Fall sagen muss, ich bin das auch jetzt schon ein bisschen gefahren. Also der Unterschied zu der Fanatec Clubsport Base ist unglaublich. Jetzt nicht in Bezug auf nur die Kraftentwicklung, klar, das Ding hat mehr Kraft, aber was mich vor allem beeindruckt hat, ist eben einfach, wie viel Zusatzinformationen über den Straßenzustand, über den Zustand eures Fahrzeugs hier über diese Wheelbase vermittelt werden. Also ganz kleine Bodenhuppel, die man vorher nie gemerkt hat, oder leichtes Rutschen, das Anfangen, wenn das Fahrzeug über die Vorderachse schiebt, das heißt also wie jetzt zum Beispiel im echten Auto, wenn man das Fahrzeug überfährt und man geht in die Kurve, hat zu viel Lenkwinkel und die Reifenflanke ist nicht mehr in der Lage, diesen Lenkwinkel sauber und präzise zu übertragen, dann fängt die Reifenflanke an so ein bisschen, dann fängt der Reifen an, über die Reifenflanke zu rutschen und zu rubbeln. Dann entstehen so kleine Vibrationen, die man dann im Lenkrad spürt. Und sowas habe ich zum Beispiel jetzt in Assetto Corsa mit der Fanatec Clubsport Wheelbase nie gefühlt. Und als ich dann hier das erste Mal in Assetto Corsa mit dem SimCube unterwegs war, dann habe ich sofort gemerkt, wenn ich das Fahrzeug überfahre. Also eben genau diesen Effekt, wenn ich die Vorderachse zu sehr beanspruche und der Reifen über die Flanke kippt, dieses leichte Rubbeln, was ich auch aus einem echten Fahrzeug kenne, wenn ich auf der Rennstrecke bin und eben zu viel vom Vorderreifen möchte, genau dieses Gefühl habe ich da gespürt und das fand ich wirklich beeindruckend, dass da diese Detailinformationen übertragen werden. Jetzt gibt es noch ein paar Informationen zur Software, also so ein kurzer Blick, was es in der Software gibt und wie ihr das dort einrichtet, beziehungsweise was so, sage ich mal, die Grundschritte sind. Ne? Im Detail gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Da gibt es entsprechende PDF-Anleitungen, wo hier der Wert beschrieben ist und wo man auch einfach ein bisschen selber ausprobieren muss, was für einen gut ist. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, so ein paar Grundschritte und wie ich es bei mir eingestellt habe. So, hier sind wir jetzt in der Software. Das Ganze ist nennt sich TrueDrive. Wir haben hier am Anfang einmal den Übersichtsscreen, wo wir sehen können, in welcher Position befindet sich unser Lenkrad. Wenn ich das Lenkrad jetzt anschließe, werden hier eben die Informationen vom Lenkrad auftauchen und in welcher Position es sich befindet. Dann haben wir hier ein Menü für den Fall, dass ihr drahtlose Lenkräder einsetzen möchtet. Dann könnt ihr die eben mit der SimCube 2 Sport Wheelbase oder jeder anderen Wheelbase von SimCube verbinden. Das würde dann eben hier passieren. Hier würden dann die Geräte in der Nähe aufgelistet und ihr könntet sie verbinden. Dann haben wir hier Einstellungen zum Gerät selber bzw. zum Geräteprofil. Das ist dann die Stelle, wo ihr die Effekte einstellen könnt, wie viel Lenkwinkel ihr im Lenkrad haben möchtet und auch so ein bisschen Feintuning machen könnt in Bezug, welche Effekte möchtet ihr besonders spüren und welche Effekte möchtet ihr vielleicht weniger spüren. Was ich jetzt mache, ist das Lenkrad einmal verbinden. So, ich werde das Lenkrad jetzt einstecken. Und jetzt müsste eigentlich
Jawohl, das USB-Gerät wurde erkannt. Ich habe jetzt auch einen Signalton erhalten und wie ihr sehen könnt, ändert sich die Anzeige. Wir haben nun eben, ja, editierbare Werte oder wir haben die Werte sind nicht mehr ausgegraut, nicht mehr disabled. Wir haben ein Lenkradsymbol, das könnt ihr auch tauschen und wir sehen die aktuelle Lenkradposition. Das erste, was ihr machen solltet, ist eben die Lenkradposition zu kalibrieren. Das ist super einfach und viel einfacher als bei zum Beispiel Fanatec. Da gibt es ja so einen Autokalibrierungsmodus, der aber teilweise nicht funktioniert. Hier ist es ganz einfach. Ihr geht her, ich blende das jetzt mal ein, ihr zentriert euer Lenkrad, das heißt also, ihr packt es in die Position, wo es für euch optisch eben am Mittelpunkt ist. Und wenn ihr diese Position gefunden habt, dann klickt ihr hier unten auf Reset Center und diese Einstellung wird dann gespeichert. Ein nächster wirklich wichtiger Punkt für euch, gerade am Anfang, wenn ihr das Ding das erste Mal in Betrieb nehmt und euch vielleicht im Spiel wundert, wieso ihr so wenig Force Feedback habt oder das Force Feedback so leicht nur vorhanden ist. Das liegt hier oben an dieser Geschichte. So ganz schlau bin ich noch nicht geworden. Also hier jetzt zum Beispiel in dem Fall, es hat funktioniert. Das Lenkrad hat erkannt, dass der High Torque Mode enabled ist. Das ist aber nicht immer der Fall. Also bei mir ist es ja so, ich schließe das Lenkrad an und ab, da ich das Rig nur manchmal nutze. Und dann kommt es eben vor, dass wenn ich das Ganze verbinde, dass er nicht in diesem High Torque Mode ist. Und dann ist auch völlig egal, welche Stellung mein Kill Switch hat, also mein High Torque Switch, mein physischer High Torque Switch am Simrig, den ich euch gezeigt habe, den blende ich euch auch nochmal ein. Wie gesagt, wenn hier in der Software der High Torque Mode nicht enabled ist, dann könnt ihr den Kill Switch, egal in welcher Stellung ihr habt, dann hat er keine Funktion und ihr bekommt nicht die maximale Torque-Leistung. Das heißt, hier müsst ihr darauf achten, dass das enabled ist. Wenn das nicht enabled ist, ich demonstriere das einmal. So, wir gehen hier also auf Enable. Dann kommt dieses Pop-up, was euch darauf hinweist, Vorsicht, du aktivierst jetzt hohe Kräfte. Wenn du das tust, stell bitte sicher, dass du da die Hände nicht dazwischen hast, irgendwelche Gegenstände, lange Haare, was auch immer. Dann müsst ihr hier ganz runter scrollen und erst wenn ihr ganz runter gescrollt seid, hat sich hier unten dieser Button aktiviert. Dann könnt ihr das so machen, dass ihr, wenn ihr entsprechend jetzt hier noch abwartet, bis dieser Timer abgelaufen ist, ihr dieses Flag setzt, von wegen den High Torque Mode bitte immer aktivieren. Dann klickt ihr hier auf Activate High Torque Mode. Dann kommt nochmal ein extra Disclaimer, weil wir eben hier dieses Automatic gesetzt haben. Alles verstanden und ich möchte ihn immer aktivieren, wenn ich die Wheelbase starte. Dann signalisiert die Wheelbase das wieder mit so ein paar Pieptönen. Und es funktioniert am Ende trotzdem nicht immer. Also zumindest ist es bei mir so gewesen. Wie gesagt, manchmal ist er direkt an und dann ist alles gut. Ich habe es aber auch schon ein paar Mal gehabt. Meistens dann, wenn ich das in der Software nicht kontrolliere und ich es nur einstecke. Ich starte ins Spiel und denke mir, wo ist meine Kraft hin? Dann gehe ich wieder raus in die Software und er ist eben nicht aktiviert. Also wie gesagt, normalerweise sollte das helfen, dass er immer aktiviert ist. Manchmal tut es nicht. Das sind eben die Geister in der Software. Darauf solltet ihr achten. Dann ein weiterer Punkt, wo ihr eben eure Einstellungen machen könnt, spezifisch zu den Kräften. Hier mal ein kurzer Überblick über das, was ich eingestellt habe. Ich habe hier jetzt 13 Newtonmeter eingestellt. Insgesamt kann die Wheelbase tatsächlich 17 bzw. 18 Newtonmeter. Und ja, hier müsst ihr einfach rausfinden, was ist für euch sozusagen angenehm, was ist die Kraft, mit der ihr gut zurechtkommt. Dann mein Lenkwinkel, also wie viel Lenkwinkel ich zulassen möchte. Hier mache ich es ja immer so, dass ich den Lenkwinkel begrenze. Ich möchte also nicht umgreifen, deswegen fahre ich hier immer mit 360 und meine Bump Stop Range, das ist dann sozusagen der virtuelle Anschlagpunkt eures Lenkrads. Im echten Auto ist es ja so, habt ihr einen Anschlagpunkt, wenn ihr sozusagen den maximalen Einschlagwinkel eurer Lenkstange erreicht habt und das wird hier eben softwareseitig simuliert. Da kann man eben sagen, wie gesagt, wann dieser Bump Stop ziehen soll. Der sollte entweder gleichgesetzt sein mit der Steering Range oder aber ihr macht die Steering Range nochmal 10 Grad mehr und den Bump Stop dann eben 10 Grad davor, würde bedeuten, was auch funktioniert, wenn ihr die Steering Range auf 370 stellt und den Bump Stop auf 360. Das funktioniert auch. In die andere Richtung macht es verständlicherweise keinen Sinn. Da würdet ihr keinen Bump Stop mehr haben oder fühlen. Dann kommen eben verschiedene Filtereinstellungen. Wie gesagt, hier gehe ich jetzt im Speziellen nicht drauf ein.
Da muss man sich einfach mal das Anleitungs-PDF durchlesen. Wie ihr sehen könnt, ich habe Dampening fast ganz aus und bin da in Bezug auf irgendwelche Limits auch, ja, sage ich mal, auf der etwas ungeschönten Seite unterwegs. Das heißt also, ich möchte wirklich einfach die ganzen Details spüren und ja, das ist wie gesagt auch so ein bisschen persönliche Präferenz. Wichtig und besonders, ja, also was für mich am meisten geholfen hat in Bezug auf Details spüren, ist eben diese Dampening-Effekts herunterzunehmen. Dann hat man zwar viele so kleine Informationen, die kommen, also wie gesagt, dass das Lenkrad hier und da mal ein bisschen zuckelt, aber das finde ich eigentlich ganz interessant und auch schön, weil das dem echten Fahren relativ nahe kommt. So eine Straße ist eben uneben, es gibt unterschiedliche Beschaffenheiten und wenn man diese Dampening-Effekts einschaltet, dann glätten die alles so ein bisschen. Das heißt also, wenn man jetzt Stellen hat, wo die Straße sehr huppelig ist und man hat Stellen, wo die Straße sehr glatt ist, dann würde dieser Dampening-Effekt da so einen Mittelwert draus bilden, mehr oder weniger. Und ihr hättet nicht mehr diese starken Unterschiede. Deswegen, also ich bin jemand, der Dampening eigentlich immer sehr weit nach unten dreht, um eben diese ganzen Details zu spüren. Das, wie gesagt, so ein kurzer, ganz kleiner Überblick. Wie gesagt, wichtig hier die Kalibrierung, wie zentriert ihr euer Lenkrad und worauf müsst ihr achten in Bezug auf den High-Torque-Mode. Nur wenn der an ist, macht euer Lenkrad nachher auch entsprechend Spaß, weil ansonsten ist der irgendwie auf 4 Newtonmeter limitiert und ihr merkt gar keinen wirklichen Unterschied zu einem günstigen oder eben nicht Direct Drive Lenkrad. Das heißt, das ist hier die wichtigste Seite, sage ich mal. Und die zweitwichtigste Geschichte ist eben die Einstellung, wie viel Lenkwinkel möchtet ihr fahren und wie viel Stärke möchtet ihr verwenden. Das sind so die Sachen, mit denen würde ich empfehlen, fängt man an und dann kann man sich ja diesen ganzen Detailinformationen hier unten Schritt für Schritt widmen. Das, wie gesagt, jetzt an der Stelle die Informationen zur Software. Wie immer hoffe ich, dass für den einen oder anderen jetzt was Interessantes dabei war und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao!